Hallo und herzlich willkommen auf dem Permakulturkanal. Der Juni ist der arbeitsreichste Monat im Garten. Alles, was man im Juni eingepflanzt oder getan hat, erntet man im Laufe des ganzen Sommers. Was macht man in einem Naturgarten? Man versucht, das so leicht wie möglich zu machen, viel zu mulchen und auch nur die Pflanzen zu züchten, die tatsächlich benötigt werden. Alles, was über ist, wird entweder an die Nachbarn, an die Verwandten verschenkt und wir züchten nur das, was wir brauchen tatsächlich. Und heute möchte ich zeigen, was Anfang Juni an Arbeiten ansteht. Komm gerne mit. Die vorgezogenen Stangenbohnen kommen jetzt an eine Dauerkonstruktion dran und dürfen bis August wachsen. Im Mai habe ich bereits schon welche an einer Kletterwand ausgepflanzt mit dem Samen und jetzt sind das die vorgezogenen Pflanzen und wir warten auf die Ernte. Eine interessante Besonderheit an den Bohnen, und das ist bestimmt für dich keine Neuheit, ist, dass die Bohnen in den Wurzeln Stickstoff speichern durch eine Symbiose mit Knöllchenbakterien. Und wir lassen natürlich immer wieder die Pflanzen stehen im Herbst. Nach und nach zersetzt sich das Ganze und Stickstoff wird freigesetzt in die Erde. Besonders mögen das die Kartoffeln, die werden dadurch dick und stark. Hier siehst du die Dauerkonstruktion und darunter stehen schon die Kartoffeln, aber das hohe Gras lässt das auch gar nicht verraten, dass da die Kartoffeln sind. Das kommt jetzt demnächst als Mulchmaterial neben Kartoffeln und die Bohnen dürfen wachsen. Dir ist schon bestimmt aufgefallen, dass ich immer darauf aus bin, irgendwas zu ernten. Und hier sind die Erdbeeren schon, die ersten fast rot. Und nächste Woche ist es soweit, glaube ich. Die ersten Freilandtomaten sind jetzt raus. Es werden 2 Reihen sein von Freilandtomaten. Bis jetzt war das wirklich sehr, sehr kalt. Was ich noch ernten kann jetzt, schau mal, das sind die Weinreben. Die Blätter an den Weinreben, die sind tatsächlich jetzt Handfläche groß und man kann die in die Gemüsepfanne dazugeben. Weinblätter enthalten Vitamin B6. Dieser beeinflusst besonders positiv den Fettstoffwechsel. Die Weinblätter gehören zu der Gruppe basischen Lebensmitteln. Und diese sind besonders gesundheitsfördernd für uns. Die Gartenerde wird seit Jahren nicht mehr umgegraben, aber wir brauchen sehr, sehr viel Mulchmaterial. Und die Wege werden erstmal im Frühjahr gemulcht. Und jetzt tatsächlich sind die Pflanzen so groß, dass die auch erstmal eine dünne Mulchschicht und dann nach und nach, je nachdem wie schnell die Pflanzen wachsen, wird es noch weiter gemulcht. Diese zersetzt sich im Laufe des Saisons und natürlich bekommen die Pflanzen verschiedene Nährstoffe. Die Tomaten im Gewächshaus sehen auch ganz gut aus und hier muss man eigentlich nicht mehr viel tun, außer gießen. In der Ecke sind noch ein paar Pflanzen Portulak und Rucola geht jetzt demnächst in die Blüte. Biergras und Winterportulak müssen tatsächlich jetzt weichen und werden in die Gänge als Mulchmaterial landen. Der Portulak hat sich ein wenig hier ausgesammt und es ist auch nicht so schlimm. Nächstes Jahr haben wir wieder im Gewächshaus Winterportulak. Aber jetzt erstmal wird der Mist gemulcht. Im letzten Video habe ich gezeigt, wie ich dann Topinambur-Blattmasse sammle. Und tatsächlich habe ich mich großzügig an die Ernte dran gemacht. Das schadet der Pflanze nicht und danach geht es ans Fermentieren.
die Blätter rollen und dann für 30 Stunden in einem Gefäß stehen lassen. Das war die erste Aufgabe. Das Glas habe ich zugedeckt und dann abgewartet. Mit dem Rollen brichst du die Zellstruktur der Blätter und die Fermentation kann beginnen. Und nach 30 Stunden Fermentieren riecht es sehr süßlich und der nächste Schritt steht an. Ich breite alles auf einem Tuch aus und die Trocknung kann dann auch beginnen. Der Tee hilft bei der Verdauungsstörung und bei Diabeteserkrankung. Die Trocknung und Fermentierprozess waren experimentell. Die Menge, die winzige Menge nach der Trocknung war richtig ernüchternd. Mein Experiment mit den Brennnesselfasern geht auch in die nächste Runde. Die Stängel, die befreiten Stängeln von den Blättern habe ich dann irgendwann mal im hohen Gras gelagert und dem Verwesungs-Trocknungsprozess ausgesetzt. Jetzt nach 2 Wochen möchte ich ausprobieren, wie lassen sich die Fasern verarbeiten. Ein gemütliches Plätzchen im Garten habe ich mir gefunden und ein paar Kadern, die Wohlkadern, habe ich mir geschnappt. Das sind solche Holzplatten mit kleinen Häkchen auf der Fläche und erstmal geht es an die Fasern freimachen. Die Brennnesselstängel haben einen harten Kern drinne und alles, was drumherum sich befindet, das sind tatsächlich die Fasern. Die sind jetzt etwas trocken, die muss man auch dann locker machen und klein machen. Das versuche ich jetzt auch und merke, viele Fasern werden das nicht sein. Entweder gibt es eine Methode, wie man das macht, schneller gestaltet, oder man muss routinierter sein. Die Kadern mit Häkchen, die benutze ich jetzt für die Strukturbrechen und die Fasergewinnung. Auf den Kadern war ein bisschen Schafwolle drauf und das hat dem Ganzen so ein bisschen geholfen, auch so eine Wollknollstruktur zu geben oder Fasern, so Büschelstruktur zu geben. Die Schafwolle hat unter Mikroskop eine Eigenschaft, das sieht man, die hat so auf den Fasern Häkchen und die haftet sehr gut aneinander. Das hat tatsächlich beim Verspinnen, glaube ich, geholfen. Ich habe mein erstes Erfolg und meine erste Fasern aus Brennnessel und da es tatsächlich sehr spektakulär und experimentell ist, freue ich mich, dass es etwas geklappt hat. Ich werde Brennnessel für die nächsten Monate einfach intensiv sammeln, in die Büscheln zusammenbinden und immer wieder verarbeiten. Und im Winter möchte ich wenigstens irgendwas Kleines daraus machen. Der Faden ist etwas grünlich geworden und auch noch nicht so ordentlich, etwas mehr als sonst verdreht und trotzdem bin ich absolut zufrieden, dass es überhaupt geklappt hat. Und nächstes Mal natürlich versuche ich das ohne Schafswolle einzuarbeiten, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch sehr dekorativ sein kann. Jede Wolle hat beim Verspinnen einen eigenen Rhythmus. Den muss man natürlich innerhalb von ein paar Minuten finden und dann geht es einfach so weiter und der Faden ist unendlich. Die Gedanken sind ruhig. Es ist eine pure Entspannung. Es gibt nichts Besseres als sitzen und die Wolle in der Hand zu haben, diese Dufte zu haben. Und Brennnessel duftet richtig nach Sommer. Ein weiteres Experiment aus der Herbstzeit war die Eichellagerung. Und tada, es sind noch welche da.
Wir haben Anfang Juni und ich habe ein winziges Vorrat von Eicheln. Die haben sich tatsächlich gut gehalten und am besten schmecken die mir als Eichelmehl in Müsli oder in verschiedenen Getreidebreien. Und sonst versuche ich, so viel zu ernten, wie es geht und den Garten zu genießen. Die Hektik und die Alltagsprobleme sind wie ein Meeresrauschen. Die kann man beiseite schieben und stehen lassen. Ernten und Mulchmaterial sammeln, das sind die wichtigsten Aufgaben in dieser Saison. Und möchtest du meine Experimente weiter mitverfolgen? Dann abonniere gerne den Kanal. Für heute verabschiede ich mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Video. Ach übrigens, Daumen nach oben kannst du mir auch geben. Und über eure Kommentare freue ich mich besonders.